Herzlich willkommen zur dritten Folge unserer dritten Staffel. Ja, auch von mir herzlich willkommen. Machen wir ein bisschen Abstand. Also, wir haben heute einiges vor. Wir wollen uns heute mal den Zug genau anschauen. Deshalb sind wir hier in Waldkirch im Testgelände. Und das Tolle hier, es gibt ganz viele Spielzeuge. Es hat nichts mit dem Coaster zu tun, aber ich finde es trotzdem spannend. Du musst weiterzählen. Solange Patrick einfach noch ein bisschen rumfloatet. Er ist ein Floating Patrick heute. Wie Patrick hat gesagt, wir sind hier beim Mack Rides in Waldkirch. Das ist immer unglaublich, was es hier zu sehen gibt. Die Kamera würde, wenn die einmal hier rüber schwenken würde, was sie nicht darf. Mega, wir dürfen aber nicht drüber reden. Ja, aber wieso wir eigentlich hier sind, wir wollen uns den Zug anschauen. Der Zug für unsere Achterbahn, für Voltron. Ist noch nicht ganz fertig, aber wir wollen uns mal anschauen, wie ist der entstanden. Die Details, die wir schon gesehen haben, die sind wirklich grandios. Das wird einer der schönsten Achterbahnzüge, die ich bisher so gesehen habe. Wir haben eine Expertin auch, die hat sich ein bisschen Zeit genommen heute Vormittag, Luisa Bofinger. Sollen wir einmal zu der rüber? Geh du mal zu ihr, ich regel das hier noch mal mit dem Stuhl und fahre noch mal einmal zum Snackautomat. Aber Treppen steigen können die noch nicht. Nö, aber deshalb kannst du ja zu Fuß und ich mache. Wir sehen uns nachher. Hey, darf ich auch mal mit dem Stuhl fahren? Ich muss jetzt das einmal noch kurz, das ist wissenschaftlich, das ist... David, komm du mit mir. Ich bin jetzt hier bei der Luisa angekommen, bei der Konstruktion, beim Mack Rides. Vielen Dank, Luisa. Schön, dass du Zeit hast, um mir und auch der Baudokumentation so ein bisschen was zu erklären über den aktuellen Stand des Zuges. Magst du mal kurz, was machst du bei Mack Rides? Ich bin Designerin und bin hier in der Konstruktion und dementsprechend verantwortlich für die Umsetzung der Designbauteile. Genau, also die Vision des Designers nachher wirklich in die Realität umzusetzen. Das heißt, unsere Designer von Mack Solutions schicken ein Bild davon und dein Job ist es dann zu schauen, ob man diese Vision in der Realität umsetzen kann. Genau, also es können Bilder sein. In dem Fall haben wir sogar ein CAD-Modell bekommen. Aber trotz allem geht es natürlich darum, nachher Bauteile zu kreieren, die wirklich umsetzbar sind. Ich habe gerade gesehen, du hast hier das Modell einmal offen unseres Zuges. Magst du uns da mal einfach ein bisschen was zeigen und erklären? Ja, genau, gerne. Also wir haben den Zug. Man sieht vielleicht auch ganz schön, wie es dann eben bei uns abläuft. Wir kriegen ein Design vom Kunden, in dem Fall von euch. Und dann geht es eben darum, das umzusetzen. Und wir versuchen, so nah wie möglich dran zu bleiben. Aber natürlich haben wir auch die ganzen technischen Herausforderungen, die wir einhalten müssen. Zum Beispiel sieht man ganz klar, wir haben hier ein deutlich niedrigeres Kickplate, aber das geht aus Sicherheitsgründen zum Beispiel nicht. Und dann gucken wir, wie können wir das umsetzen. Das heißt, man entdeckte halt doch immer mal so, dass der Kunde Vorstellungen hat, die dann aber in der Praxis gar nicht wirklich umsetzbar sind. Ja, ich würde sagen, es ist immer so. Ist immer so, okay. Aber wir wollen natürlich trotzdem das Design und das Gefühl grundsätzlich übertragen. Und jetzt ist es ja so, ich sehe das schon auf dem Bild, da sind solche Leuchtelemente, Akzente drin, die einfach leuchten. Werden wir das auch im realen Zug haben? Ja, natürlich. Das heißt, wir haben eine schöne Beleuchtung an der Seite, oder? Ja, genau. Wir haben eigentlich hier unten sogar 2 Leuchtkörper und dann, was ich auch besonders schön finde, ist das Ende vom Sitz, wie man es eben auch hier sieht in der Vision, in dem Design. Ja, und ich denke, was man auch sieht, was eine Besonderheit bei dem Design ist, ist eben, was wir vorhin, also einmal der Sitz insgesamt, aber insgesamt, dass wir viel gestalterisch im ganzen Rahmen des Sitzes unterwegs sind. Also man sieht auch hier im Design eben diese Klammern und auch hinten das Heckdesign, also diese Rückenschale ist relativ aufwendig. Also hier haben wir ziemlich viel gemacht für den Coaster. Ich würde schon sagen, das kommt wirklich verdammt nah an das Design. Und ich hoffe, dass da unsere Designer auch wirklich extrem glücklich damit sind. Ja, also wir geben uns immer die größte Mühe, wirklich genau alles, was geht, so nah wie möglich ranzukommen. Kannst du sagen, aus wie vielen Teilen besteht der Zug? Ich kann es sogar genau sagen, wir haben 24.893 Bauteile. Wow. Was ist so das Lieblingsbauteil, wo du sagst, Mensch, das ist uns echt am schönsten gelungen? Ja, ich hoffe natürlich, dass uns alles sehr gut gelingen wird, aber besonderes Merkmal hat hier auf jeden Fall unser Sitz. Also das war bestimmt der aufwendigste Sitz. Und es ist ja auch nicht Standard, dass wir jetzt für einen Kunden ein komplett eigenes Sitzdesign machen. Weil oft gibt es ja unsere Standardsitze, aber von Voltron
gibt es einen komplett eigenen Sitz und ich denke, der ist super schön geworden. Ich glaube, ich habe unten auch gerade schon was gesehen davon. Kann es sein, dass das Teil auch schon da ist und fertig ist? Ja, genau. Jetzt sind tatsächlich die ersten Polsterteile Cool. schon angekommen. Genau. Dann würde ich mal sagen, schaue ich mal, ob ich Patrick wieder finde, ob der irgendwie eine Karambolage gebaut hat oder ob der noch rumfloatet. Vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Sehr Ich gerne. freue mich dann, wenn wir dann hoffentlich bald die erste Runde drehen können. Und ich suche mal Patrick. Vielen Dank. Danke auch. Tschüss. Ah, der Bischof. Ah, Patrick, ausgefloatet. Ja, der Snackautomat war hinter so einer kleinen, egal. Ich habe mir schon gedacht, dass wir dich, wenn wir dich hier unten finden, irgendwo bei der Sitzschale finden. Richtig, wir haben nämlich die Sitzschale endlich da. Ist eigentlich ganz gut, dass wir mal hier sind. Wir können hier mal die Evolution zeigen. Die sind's nicht? Nee, die sind's nicht. Das da hinten ist ein Blue Fire Sitz. Da haben wir da oben was aufgebaut. Die brauchen diesen kleinen Aufbau, weil wir haben ja diesen Start, diesen Beyond Vertical Launch. Looping Lounge. Beyond Vertical Launch, der hochgeht und da hebst den ganzen Körper ein bisschen aus dem Sitz raus. Deshalb mussten wir hier 12 cm erweitern. Das heißt, wir haben eine neue Sitzschale. Die Farbe war relativ klar, wird irgendwas Industrielles, irgendwas Braunes. Und dann haben wir halt, du warst ja oben bei Luisa, sie hat es ja bestimmt gezeigt, wir haben halt mit dem Sitz einiges gemacht. Geht doch mal ein Stück weg, dass auch die VJoy-Zuschauer das Resultat uns einmal anschauen können. Wunderschön mit dieser Steppung hier. Es sieht wirklich aus, es könnte ein Sofa sein, oder? Es ist tatsächlich nicht ganz so weich, wie es aussieht. Also es ist natürlich dieser Schaumstoff, dieses Schaumstoffmaterial, das wir an allen Sitzen haben, aber es sieht natürlich aus, als wäre es ein alter Ledersessel. Und braucht natürlich auch eine gewisse Härte, dass man soll nicht zu weich sitzen, man muss ja auch gut und sicher gehalten werden können. Aber super, die ganz vielen kleinen Details, die es überall zu entdecken gibt, hier die kleinen, ja, es sieht fast so aus wie Nähte, die gemacht wurden. Ich freue mich da wahnsinnig drauf. Das ist auf jeden Fall der aufwendigste Sitz, den Mack-Rides hier gemacht hat, für uns. So, jetzt ist hier ja in Waldkirch nur ein kleiner Teil des gesamten Zuges zu sehen. Der Rest ja ist in Herbolzheim, in der Endmontage. Ich würde mal sagen, wir schauen mal da, wie weit die Kolleginnen und Kollegen da sind. Schauen wir mal, ob wir da vielleicht helfen können. Nimmst du eine Floating Chair oder fährst du bei mir mit? Ich fahr bei dir mit, das dauert zu lang. Kann ich denn mit dem Floating Chair fahren? Nein, David, wir haben da jetzt keine Zeit. Komm mit. Jetzt sind wir hier in Herbolzheim. Genau. Mit ganz vielen Einzelteilen. Genau, hier sind wir in der Endmontage, wie wir es so schön nennen. Hier werden die Züge zusammengebaut. Das heißt, hier kommen alle Einzelteile an. Zum Beispiel hier ein Teil einer Bügelverriegelung. Kommen hier an. Es steht drauf, was es ist. Natürlich, aber ich weiß auch so. Voltron Frontpuffer. Genau, die kommen alle hier an und jetzt müssen sie einfach nur noch zusammenbauen. Das ist eigentlich relativ schnell gemacht. Das Gute ist, wir sind gut organisiert und wir sind gut vorbereitet. Wir haben eine Anleitung. Zum Glück lag die auch hier. Wir wissen ja, die Kollegen bei Mack-Rides sind immer viel beschäftigt, gerade jetzt mit der Endmontage für einen anderen Zug. Ja. Wir wollen Gas geben, wir wollen endlich fahren. Ja, was brauchen wir denn? Komm, Wir legen mal los. Komm. Also, komm. Ich sehe keinen hier. Was brauchen wir? Wir brauchen einen Imbus, 2 Imbus. Habe ich dabei, Moment. Hast du zufällig? Ich habe so einen normalen Perfekt, und super. einen doppelten. Den brauchen wir, genau. Hab ich. Scheiße, Was? wir brauchen einen Teppich. Ein Teppich. Wir brauchen einen Teppich. Wieso ein Teppich? Weil, wenn man keinen Teppich drunter legt, schauen wir wie das Männchen hier, wenn, Ein Teppich. wenn der Zug nichts bekommt. Wir müssen einen Teppich drunter Soll legen. ich jetzt einen Teppich holen? Einen Teppich. Mania Kalindelunga. Jungs, ihr könnt doch jetzt nicht den ganzen Zug zusammenbauen. Wir haben keine Zeit mehr. Ja, wir sind doch fast schon fertig. Also ich finde eigentlich auch schon ziemlich gut. Das macht gerade so richtig Spaß. Das ist wie Lego-Technik. Nur in groß und geil. Ja, aber vielleicht macht es tatsächlich Sinn, wenn da noch mal jemand drüber guckt, der das hauptberuflich macht, dass der Zug auch so dann auf die Baustelle kommt. Übrigens, der Zug ist auch schon fast auslieferbereit. Es sieht jetzt noch nicht so aus, aber wir werden den Zug sehr bald bei uns auf der Baustelle haben. Da kommen noch ein paar Stahlplatten drauf, um das Gewicht zu machen. Noch keine Sitze. Was soll das heißen, noch keine Sitze? Das sagt er so, als wäre das überhaupt kein Problem. Machen wir uns da
Picknickstühlen und Spanngurten fest, oder was? Entspann dich, Lukas, entspann dich. Wir fahren einfach erstmal noch nicht mit. Das ist ganz einfach. Aber dadurch schaffen wir es, obwohl die Sitze noch nicht fertig sind, schaffen wir uns den Zug früher auf die Baustelle, können früher mit der Inbetriebnahme starten mit Zug und sparen uns da 2, 3 Wochen an Zeit. Das heißt, am Ende werden wir auch 2, 3 Wochen früher in Betrieb gehen. Dann bin ich glücklich. Bist du wieder glücklich, alle glücklich, ich auch. Gut. Wir lassen die Jungs hier weiterarbeiten und schauen einmal zur Baustelle. Da hat sich nämlich einiges getan, besonders technische Natur. Kommst du mit, David? Ich will jetzt mit diesem Adrenalinstuhl fahren. Nein, das ist noch in Waldkirch, wir sind noch in Herbolzheim. Durch eigentlich. Wir sind jetzt mal wieder im Schaltschrankraum. Ihr kennt das ja schon von einer vorherigen Folge. Heute habe ich jemanden dabei, das ist der Björn. Björn, erzähl uns doch mal, was machst du hier? Wir sind zuständig für die übergeordnete Steuerung für die neue Achterbahn. Das bedeutet, wir stellen sicher, dass alles funktioniert, wie es funktionieren sollte und nehmen das Ganze natürlich auch in Betrieb. Ihr habt ja schon im Vorfeld in den Büros, wir waren ja mal bei EMIS, da haben wir nicht so viel gesehen, weil ihr alle am Computer arbeitet. So programmieren die hier also. Viel sehen tut man noch nicht, gell? Ja, nee, Strom sieht man ja auch nicht. Strom sieht man nicht. Kommen wir anderes Mal wieder, oder? Ich würde sagen, wenn es spannender ist. Ihr habt ja im Vorfeld die komplette Steuerung schon eigentlich geschrieben. Was macht denn ihr jetzt überhaupt vor Ort? Wir gehen jetzt hin und fangen mit dem I/O-Check an. Das sind ca. 2000 Eingänge, die wir zu kontrollieren haben und ca. knapp 1000 Ausgänge. Hier sieht man jetzt gerade nur ganz vereinfacht den I/O-Check von unseren Frequenzumrichtern, ob die Signale über das Safety-Telegramm ankommen. Sobald wir das festgestellt haben, dass das alles funktioniert, können wir natürlich dran gehen, zum Beispiel unsere Frequenzumrichter in Betrieb nehmen, welche zuständig sind für die Reibräder. Patrick, drück drauf! Liebend gerne. Das Geräusch einer lebenden Achterbahn. Jetzt dreht er völlig durch. Hört ihr es? Uns blinkt da oben rot. Sobald wir quasi sicher bewegen können, versuchen wir, den Zug einzusetzen. Und im Vorfeld haben wir natürlich die ganzen Manuellfunktionen schon getestet, dass wir von unseren Touchpanels die Sachen ausführen können. Wir standen schon oft hier. Jetzt endlich ist sie fertig. Heute drehen wir zum ersten Mal die Drehweiche. Ich bin sehr gespannt. Lukas darf drücken, aber bevor das ist, laufe ich erstmal hier weg. Das ist mir zu gefährlich. Weil ich jetzt drücke oder generell? Kannst losmachen. Das heißt, das, was wir gerade gemacht haben, draufdrücken, es dreht sich, das habt ihr alles dann schon getestet? Ja. Genau. Und jetzt die für mich wichtigste Frage, wann wird denn der Zug zum ersten Mal abgeschossen? Was fehlt da noch? Was braucht ihr da noch? Wir müssen ihn zum einen von der Ready-Spur in den Lounge 3 bewegen. Das heißt, einmal über die Drehweiche drüber. Die Drehweiche muss so gestellt werden, dass von der Wartung der Zug reinkommt in die Bahn. Genau, dann müssen wir sicherstellen, dass die Drehweiche verriegelt ist. Und dann beginnt die Inbetriebnahme des Lounges. Da wird sich der Zug erstmal ein paar Tage im Lounge 3 befinden. Da werden verschiedene Tests gemacht, gemeinsam mit Intrasys, wo wir den Zug einfach mal schrittweise nach vorne schießen, nach hinten schießen. Und wenn das soweit funktioniert von der Drive Control hier, dann wird man natürlich hingehen und das Ganze über unsere Steuerung laufen lassen. Danke dir schon mal für diesen Einblick. Ich bin sehr gespannt, was in den nächsten Wochen passiert. Also ich werde hier jeden Tag mehrfach dich nerven. Dafür bin ich da. Ordnung, ja. Und wir schauen mal, wann wir den ersten Zug durch die Bahn durchjagen. Aber jetzt würde ich sagen, hole ich einmal Lukas ab. Der spielt wahrscheinlich noch mit den Reibrädern. Und dann schauen wir uns noch mal was an. Ist der Kai schon da? Der ist schon da, ja. Lass doch mal hingehen. Wir haben hier übrigens auch noch ein bisschen, weil ja auch schon bald Weihnachten ist. Magst du einen Lebkuchen? Oh, danke. Anbieten? Also ich muss aufpassen, ich fahre noch. Apropos. Ja. Wenn ich loslasse, bleiben wir stehen. Da kannst du jetzt mit dem Lebkuchen in der Hand fahren. Ich will auch mal fahren. Jetzt hör auf. Das dauert halt schon ein bisschen. Aber für mich ist das schon die Zukunft. witzig. Ja. Frage ist ja, es ist doch. Bist du wieder? Ja.
Lebkuchen bitte. Ja, danke. Ah, guck, da vorne ist schon der Kai. Also ich muss sagen, mein Bürostuhl so in der Art ist ja schon witzig, ne? Fahren wir exakt darauf zu, da musst du ein bisschen denken. Nö, das passt schon irgendwie. Okay. Ich würde ja das ganze Jahr Lebkuchen essen, aber die gibt es ja immer erst ab Oktober. Ich bin da mehr ein Spekulatius-Fan als Echt? Lebkuchen. Ja. Spannend. Weiß Kai, dass wir kommen? Gut, wir sind ja eigentlich nicht zu übersehen. Ich meine, der sitzt da auf so einem Stuhl in der dunklen Halle. Ich glaube nicht, dass er zufällig da so rumsitzt. Aber das Gute ist die optimale Dauer, um auch einen Lebkuchen gegessen zu haben, bis man da ist. Ja, ich kann locker 2 in der Zeit essen. Und schon laut für was da. Eigentlich könnte man jetzt schon begrüßen, aber es wäre halt ein bisschen unpersönlich auf die Distanz. Hier ist, weil wir müssen warten, bis wir näher da sind. Ja. Hallo Kai! Hallo Lukas. Hallo, Kai. Patrick. Moment, wir kommen noch näher. Wir sind gleich da. Hallo! Hallo. Ja, ich pack mal ein. Darf ich den Lebkuchen Hast du anbieten? Lebkuchen mitgebracht? Das ist ja geil. Dankeschön. Kai, wieso wir da sind? Ja. Du hast ein neues Feature für uns und wir sind sehr interessiert. Auf jeden Fall. Wir sind gerade dabei, ein AR-Feature in die Europark Norlantica-App einzubauen. Und zwar zum Winterzauber. Winterzauber. Nee, Okay. Zur Achterbahn. exakt, genau. Sollen wir uns das mal genau anschauen? Sehr gerne. Aber es ist ein bisschen dunkel für AR, oder? Ja, auf jeden Sollen wir mal Fall. ein bisschen Licht anmachen? Das würde ich empfehlen, ansonsten wird es schwierig. Ich liebe unseren neuen Klatschsensor. Kai, erklär doch mal unseren Fans, wo genau findet man jetzt das AR-Feature innerhalb unserer App? Das ist relativ einfach. Vielleicht kennt jeder die Europark Norlantica-App. Die hilft einem auch sehr für den Tagesgast oder für den Tagesbesuch. Virtuelles Anstehen? Virtuelles Anstehen, Wartezeiten, Showzeiten und ganz viele Informationen zu unseren Attraktionen. Und hier auf der Startseite, man kann es kaum übersehen, es blitzt auch schon und wir haben da ein bisschen Special Effects eingebaut. Da kann man im Prinzip das AR-Feature finden. Man tippt hier einmal auf die Kachel drauf, wird für die Mission gebrieft und kann hier unten dann die Teleportation starten. Und Nikola Tesla teleportiert dann seinen Arbeitstisch hier in unsere App rein. Das ist jetzt mal sogar mit Ton. Platz haben wir ja genug. Also von dem Platz her, haben wir, genau. da muss man auch zu Hause, wenn man das macht, muss man schon gucken, dass man ein bisschen Ein Platz Glück hat, haben wir diese die Halle. Möbel ein bisschen wegräumen und dann geht es ja ganz gut. Genau. Da erzählt Nikola Tesla jetzt noch mal ein paar Sachen im Prinzip. Wir springen das mal und können dann, es geht gleich sogar los, also man hört schon, die Spannung steigt und können hier jetzt den Arbeitstisch einmal mitten in die Arena reinsetzen. Das ist die ganze Achterbahn jetzt, oder? Das ist die ganze Achterbahn. Quasi wie das Modell, das wir Exakt. beim Traumzeit rumstehen haben. Nur Ja. eben in AR. Ja, Patrick hat sich das auch noch mal genau angeschaut. Ja. Es müsste eigentlich alles passen, was wir hier gebaut also haben. es ist wirklich, es basiert tatsächlich auf dem physikalischen Modell von Mark Wright. Es ist exakt so, wie es gebaut ist und wie es auch fahren sollte. Ich glaube auch die Timings stimmen auch, die Genau. Startzeiten, Blockzeiten. Genau. Also super. ich durfte ja schon mal ein bisschen reingucken und ich habe tatsächlich stundenlang schon damit verbracht. Wir machen mal hier die erste Geschichte. Wir machen den Hebel runter, dann müsste ja eigentlich Strom kommen. Und jetzt ist natürlich so wie immer, es ist etwas schief gelaufen. Ja? Ab jetzt muss man ein paar Okay. Rätsel lösen, bis Aber die Züge fahren. das zeigen wir jetzt Die nicht. verraten wir nicht. Die Rätsel dürft ihr zu Hause gerne Ja, enträtseln. das wollen wir jetzt auch nicht auflösen. Ich stehe am Tisch, ja. Ja. Überspringen wir einfach kurz. Ja. Jetzt haben wir die nicht ganz so einfachen Rätsel zu dritt lösen müssen. Und alles ist bereit. Und wir starten jetzt einmal die Achterbahn. Oh, und geh zum Looping Lounge. So, Das ist quasi wie in echt. Da ist der Zug, da ist der Zug. Ich drehe durch, der Zug ist da. und er fährt hier einmal. Und ich höre auch Leute schreien, kann das sein? Ja, Das ist ein super Feature. Patrick, ich glaube, er fährt dich jetzt gleich um. Das ist egal. Nee, da kommen wir Ich kann damit klar. So, Und einmal und Bremse. da können wir jetzt auch noch mal gucken. Weil hier passieren ja auch noch mal Dinge. Und da kann man tatsächlich, wie man hier sieht, so richtig nah rein, was hier so alles passiert. Toll. Exakt wie in echt. Wenn wir nur so weit mit der Bahn schon wären. Toll. Gut. Ich meine, das kann sich jetzt jeder zu Hause einmal anschauen. Kai, ab wann ist es verfügbar? Ab jetzt tatsächlich. Ab jetzt. Also einfach die Europark Norlantica-App aktualisieren. Direkt auf der Startseite in der aktuelles Kachel ein bisschen runterscrollen. Man kann es kaum übersehen. Perfekt.
Ich würde sagen, ich fahre jetzt mit meinem Sofa nach Hause und lag gleich das neueste Update runter und dann bin ich für heute auch raus. Das ist eine gute Idee, das mache ich jetzt auch gleich. Aber ich will auch Sofa fahren. Nix. Ach, Wir brauchen das. Ist Darf ich noch wichtig. Das ist mitfahren? wichtig für die Baustelle. Ja, Kai, komm, dich nehmen wir noch eine Runde mit. Aber Sehr gut. David, Gar nicht gefahren. das, weißt du, das ist auch nur für Experten. Ja, ich würde sagen, das war's. Denkt dran, App aktualisieren, nur dann kommt das coole Feature. Genau, und dann Und- sehen wir uns in einem Monat wieder zum Weihnachtsspecial, würde ich sagen. Weihnachtsspecial? Ja, das ist das einzige Weihnachtsspecial, das nach Weihnachten Weihnachtsspecial. kommt. Weihnachtsspecial, ja. Aber Kai, machst du das Licht noch aus? Ja, ich möchte auch mal diesen Klatschsensor Mach doch ausprobieren. mal. Toll. Wie ist das eigentlich, wenn hier Veranstaltungen sind und alle klatschen? Dann ist hier Party, das sage ich dir.